Seit vielen Jahren fühle ich mich quasi in meinem Land Deutschland sehr wohl. Ich habe mich aber anhand der Gespräche hier auch mit den Schülerinnen und Schülern, die als Flüchtlinge in Schulen sind, nochmal erinnert gefühlt an Gefühle der Fremdheit, die ich selber mal erlebt habe, als jemand, der eine ausländische Herkunft hat, wie ich auf dem Arbeitsamt nach dem Abitur war und dann die Arbeitsvermittlerin in Gegenwart desjenigen, der sich interessiert hat für meine Arbeitskraft, sagte, 1 Meter von mir entfernt, er sieht zwar nicht so aus, aber er spricht ganz gut Deutsch. Das heißt, diese Erfahrung, dass man zu einem Objekt gemacht wird, ist eine, die sehr verletzend und nachhaltig sein kann. Und ich glaube, wir alle, egal ob wir das jetzt besonders gut meinen mit den Kindern und Jugendlichen, die hier ankommen, oder ob wir eher eine abwehrende Haltung haben, sollten uns immer fragen, wie weit können wir es nicht möglich machen, diese Menschen als Subjekte wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und in diesem Moment, glaube ich, tun wir sehr viel für Integration und für das Weiterkommen dieser Menschen. In Deutschland wird von der Willkommenskultur geredet und von Willkommensklassen. Das ist auch alles gut und richtig und schön, aber wir können ja dabei nicht stehen bleiben. Da sind die Schulen aufgefordert zu sagen, Moment mal, wir haben hier einen Jugendlichen, für den haben wir eine Verantwortung und so einfach ist das nicht. Den lassen wir nicht einfach hier ohne Bildung in seiner Einrichtung dahin vegetieren. Meine Sprache, deutsche Sprache, war nicht so gut und am Anfang war es sehr schwer und habe ich auch mir gedacht, dass ich nicht das weitermachen kann. Aber ich merke es dann, mit der Zeit wird es alles besser. Ich sehe kaum noch Unterschiede zu unseren herkömmlichen klassischen Azubis bis auf die Sprache. Das ist eben deutlich, wir tauschen uns aber auch intensiv aus. Welche Potenziale bringen diese jungen Menschen mit? Wie können wir eigentlich wirklich dann individuell auf den Einzelnen, die Einzelne eingehen und sie oder ihn fördern mit allen Spezifika, die dazugehören? Die Truppe der Asylbewerber und Flüchtlinge ist eine Gruppe unter anderem und die anderen geben wir natürlich deswegen nicht auf. Aber ich glaube, an bestimmten gesellschaftlichen Kristallisationspunkten, wie wir das jetzt gerade erleben, zeigt sich ja insgesamt, wie gute Schule aussehen muss. Aus einer politischen Perspektive kann ich die Skepsis verstehen, dass man überlegt, jetzt werden sehr viele Energien gebündelt auf das Thema Flüchtlinge in Schulen verwendet, vielleicht sogar auch manchmal verschwendet. Aber sie bekommen jetzt nochmal eine Verschärfung und vielleicht im besten Fall eine Klarheit und eine Klärung, was wir in diesem Fall tatsächlich an Schulentwicklung brauchen, um diesen zukünftigen Aufgaben gewachsen zu sein. Ich würde sagen, dass hier etwas auf die Spitze getrieben wird mit dieser von außen kommenden massiven Anforderung an unsere Schulen in Deutschland und dass wir das nutzen können, indem wir vieles, was an Impulsen, die Innovation für ganz grundsätzliche Dinge angehen. Also wie findet Altersmischung in Schulen statt? Wie findet die Struktur von Zeit- und Raumaufteilung in Schulen statt? Dass das genutzt werden kann, um plötzlich Dinge neu zu denken, weil man vieles neu denken muss. Insofern sind sie quasi so eine Art Wildcard, um zu schauen, ob Schule sich tatsächlich nochmal vom Grunde her in ihren Strukturen verändern und vielleicht auch verbessern kann.